Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Crafts. Hier zeige ich euch, wie ihr den Geldbeutel Wendy aus diesem Heft näht. Material, Größenangaben und Schnitt findet ihr im Heft. Leider sind der Verlagsdruckerei ein paar Missgeschicke passiert. Es fehlt Schnitt Teil Nummer 2. Den Link zum Download findet ihr unten in der Infobox. Schnitt Teil 6 ist doppelt. Das, in dem Chemsnips abgebildet sind, könnt ihr ignorieren. Das Heft erhaltet ihr im Zeitschriftenhandel oder beim Verlag. Der Link steht unten in der Infobox. In diesem Heft ist meine Anleitung für den Geldbeutel Wendy. Und zwar auf 1, 2, 3 Seiten. Es ist richtig, dass hier beim Münzfach kein Verschluss vorhanden ist. Den habe ich absichtlich weggelassen, weil mir das sonst zu viel aufgetragen hätte. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier einen Verschluss anbringen. So, jetzt geht's los. Die Teile 5 und 6 jeweils an der Markierung umklappen und säumen. Zuerst Teil 6. Umklappen und hier entlang nähen. Dann die Teile 5. Genauso umklappen und umnähen. Die 3 Kartenteile 5 könnt ihr aneinander hängend nähen. Das geht schneller. Teil 7. Die Klappe. Die könnt ihr mit Kleber ein wenig einstreichen. Dann liegt sie flacher. Klappt dann zuerst an der breiten Faltlinie nach innen, dann unten an der kurzen Seite um und fixiert mit Klammern. Dann die 3 Seiten von der offenen über die umgeklappte bis hin zur letzten offenen Seite steppen. Teile 5, 6 und 7 sind genäht. Jetzt nehmen wir Teil 4, das erste der 3 Teile Nummer 5, auf die rechte Stoffseite im linken Bereich von Teil 4 an der ersten Markierung anlegen. Die gesäumte Kante von Teil 5 zeigt nach rechts, die Schnittkante liegt links. An dieser Schnittkante entlang schmalkantig nähen. Dann das zweite Kartenteil an der zweiten Markierung anlegen und wieder an der Schnittkante nähen. Und zuletzt das dritte, bündig zur Kante von Teil 4 anlegen und nähen. Zum Fixieren zusätzlich an den äußeren Kanten knappkantig steppen. Aber von hier nach hier nähen, nicht von unten nach oben, denn sonst kann sich alles verschieben. Nun zu Teil 6. Auf der rechten Stoffseite unten gegenüber der gesäumten Kante gemäß Faltmarkierung falten und mit Klammern fixieren. Laut Markierung rechts auf Teil 4 das Teil 6 platzieren. Um die Linie zum Anlegen zu markieren, nehme ich ein Lineal und eine Ahle und drücke ganz sachte die Linie entlang. Teil 6 so ausrichten, dass rechts und links oder aus diesem Blickwinkel jetzt oben und unten ein gleichmäßiger Rand entsteht. Und jetzt hier entlang nähen. Wenn ihr könnt, stellt die Nadel so weit wie möglich nach links, so habt ihr es einfacher zum Nähen.
Teil 7 die Klappe. Sie wird gemäß Anweisung im Heft aufgenäht. Teil 3 Scheinfach groß. Das vorbereitete Teil 4 links auf Teil 3 platzieren. Die Teile liegen an der unteren Längsseite sowie rechts und links bündig. Teil 3 steht oben über. Man kann mit Stoffkleber oder Klebeband fixieren zum besseren Halt. Klappt den Überstand über Teil 4 und steppt die gesamte Kante ab. Jetzt kommt Teil 1 und Teil 2 ins Spiel. Schaut, wie euer Muster vorne verlaufen soll. Ich möchte zum Beispiel die Blume vorne haben. Also ist das hier oben. Oben, unten. Die Randabstände auf der Rückseite des Stoffes markieren. Jetzt das Teil 2 links auf Teil 1 mit Hilfe von Kleber nach Wahl fixieren. Klappt nun den oberen Rand über Teil 2 und steppt die Kante ab. Für die Schließe Teil 8 an den beiden Längskanten nach innen einschlagen und mit dem Fingernagel oder Falzbein plätten. An der kurzen Faltlinie nach innen einschlagen. Diese 3 Kanten knappkantig absteppen. Den Mittelpunkt der offenen Seite der Schließe rechts über der Klappe mittig an der kurzen Seite von Teil 4 anlegen und knappkantig mit ein paar Stichen fixieren. Fixiert das vorbereitete Teil 4 oben bündig auf Teil 2 Teil 1. Rechts und links der vorgegebene Abstand. Die Teile 2 und 3 liegen dabei innen rechts auf rechts. Den unteren Überstand von Teil 1 nach oben umschlagen und dabei alle Stoffschichten einfassen. Mit Klammern fixieren und absteppen. Rechts Münzfach, links Kartenfach. Den Überstand bei den Kartenfächern links umschlagen und dabei alle Stoffschichten mit einfassen. Mit Klammern fixieren und absteppen. Den Überstand rechts im Geldfachbereich so umklappen, dass er im offenen Teil der Schließe liegt und klammern. Die Schließe über den Umschlag legen, klammern und den gesamten Überstand absteppen. Dabei wird die umgeklappte Schließe automatisch mitgenäht. Den Druckknopf anbringen. Bei mir sind es Cam-Snaps. Zuerst mit einer Ahle ein Loch in die Schließe machen. Den Geldbeutel umschlagen und die Stelle für das Gegenstück ermitteln. Mit der Ahle durch das Loch der Schließe vorsichtig stechen und unten dran nur ein wenig reindrücken, nicht durchstechen, quasi nur anmarkieren. Scheinfach öffnen und die Ahle durchstechen, so dass sie im Scheinfach rauskommt. So, und jetzt den Druckknopf an der Schließe und dem entsprechenden Gegenstück im Scheinfach anbringen. Geschafft! Fertig ist euer Geldbeutel Wendy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!